Ihr habt auch Muskel- und Gelenkbeschwerden von morgens bis abends und kein Arzt konnte euch bisher helfen. Ihr könnt teilweise gar nicht mehr richtig laufen und euer Lebensalltag ist stark eingeschränkt. Sollte euch das bekannt vorkommen, dann verpasst nicht meine besten Tipps, um Muskel- und Gelenkbeschwerden lindern zu können. Bis gleich! In meinem ersten Teil für gesunde Muskeln und Gelenke sind wir schon näher darauf eingegangen, wie die traditionelle chinesische Medizin Schmerzen einstuft. Und genauso werde ich auch hier wieder fortfahren. Und zwar werde ich eine simple Einteilung in 4 Schmerzkategorien machen nach der traditionell chinesischen Medizin. Und zwar haben wir hier den Hitzeschmerz, den Nässeschmerz, den Kälteschmerz und auch den Windschmerz. Ich werde nun alle nacheinander auflisten und geeignete Nahrungsergänzungsmittel dazu nennen, die eure Beschwerden lindern können. Fangen wir an mit dem Hitzeschmerz. Dort möchte ich euch auf jeden Fall als allererstes die Teufelskralle vorstellen. Sie enthält einen Stoff, der nennt sich Harpagusid. Er ist entzündungshemmend, lindert Schmerzen und reduziert entzündungsfördernde Prostaglandine. Dann haben wir hier noch Weihrauch zu nennen. Weihrauch ist auch entzündungshemmend und hilft euch dabei, rheumatische Beschwerden zu lindern. Außerdem wirkt Weihrauch auch noch gegen einige Autoimmunerkrankungen und kann somit eure Schmerzen wieder lindern. Auch die Chlorella-Alge wirkt den Hitzeprozessen entgegen, weil sie kühlend auf euren Körper wirkt. Sie ist außerdem noch entzündungshemmend und fördert den Abtransport von Giften und Schlacken aus eurem Körper. Auch die Weidenrinde mit dem Inhaltsstoff Salicin ist entzündungshemmend und macht das Blut wieder flüssig und kann somit auch Stauungen entgegenwirken. Womit wir auch schon beim nächsten Schmerzsyndrom wären, und zwar der Nässeschmerz. Wie in meinem ersten Video schon erwähnt, enthält der Arzneikürbis Beta-Sitosterin. Er fördert den Abtransport von überschüssiger Feuchtigkeit in eurem Körper und kann somit diesen drückenden Stauschmerz lindern. Auch einige Bodybuilder werden den nächsten Vitalstoff, den ich euch nennen möchte, sicherlich kennen. Er sorgt nämlich auch für den sogenannten Pump. Also, es ist Citrullin-Malat. Citrullin-Malat sorgt dafür, dass eure Muskeln wieder mit Sauerstoff versorgt werden können und somit einer Übersäuerung entgegengewirkt wird, was eben schmerzlindernd wirkt. Wer Wert drauf legt, kann es natürlich auch zum Aufbau der Muskeln verwenden, was natürlich auch ein positiver Effekt ist. Denn trainierte Muskeln fördern auch wieder die Durchblutung. Und da kommen wir dann auch im nächsten Teil, und zwar, was man sonst noch dafür tun kann, um seine Schmerzen zu lindern. Auch im Ernährungsteil habe ich schon Bromelain angesprochen, das in der Ananas zu finden ist. Bromelain ist ein starker Entzündungshemmer und da es auch noch ein Enzym ist, das die Eiweißverdauung anregt, kann es auch noch unterstützend für die Verdauung wirken. Der nächste Stoff ist auch ein wahres Wundermittel. Es nennt sich SOD, Superoxid-Dismutase. Es ist ein starker Entzündungshemmer. Durch seinen antioxidativen Effekt wirkt er Alterungsprozessen entgegen. Er wirkt schmerzlindernd, durchblutungsfördernd und lindert Entzündungen in eurem Körper. Also es ist ein wahrer Superstoff. Er entsteht aus dem Vitalstoff Kupfer und zusammen mit seinem Synergisten B1 kann er für einen noch intensiveren Effekt auf eure Symptome wirken. Kommen wir nun zum Kälteschmerz. Der Kälteschmerz wird am effektivsten meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach bekämpft durch Katzenkralle. Dieses wunderbare Kraut ist
einfach so super. Es lindert Entzündungen, es wärmt euren Körper, es bewegt bei Stauungsprozessen. Und es hat mir bei meinem Fibromyalgie-Syndrom am besten geholfen. Ich bin so überzeugt von diesem Kraut. Probiert es aus und ich hoffe, es lindert eure Schmerzen genauso gut, wie es bei mir gewirkt hat. Als nächstes möchte ich euch Krillöl empfehlen. Krillöl ist reich an wichtigen Omega-3-Fettsäuren, die euren Körper wärmen, das Blut dünnflüssig halten und Entzündungsprozesse in eurem Körper lindern können. Denn vielleicht haben sich auch schon einige von euch gefragt, wie es nun den Fischen möglich ist, bei kalten Meerestemperaturen so beweglich zu bleiben. Tja, dafür sorgt tatsächlich Omega-3. Also, wenn ihr einen Kälteschmerz habt und ihr auch so fit wie die Fische im kalten Meereswasser herumschwimmen wollt, dann probiert es aus. Außerdem haben Studien gezeigt, dass Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren einen genauso nützlichen Effekt auf Schmerzen haben wie Diclofenac, eines der bekannten Schmerzmittel, die die Pharmaindustrie zur Verfügung hat. Auch das Kurkumin aus der Kurkuma-Knolle wirkt entzündungshemmend und lindernd Schmerzen. Genauso auch der Ingwer. Der Ingwer sorgt zusätzlich noch, genauso wie der Kurkuma, dafür, dass eben eure Muskeln schön durchgewärmt werden und wieder die Durchblutung angeregt wird. Man kann es auch als Einreibungen verwenden, dazu später mehr. Nun kommt der Windschmerz. Wind kann man, wie ich in meinem Video für ein starkes Immunsystem schon erklärt habe, ihr könnt es gerne nochmal ansehen, wenn ihr möchtet. Wind kann sich auch verbinden mit Hitze oder mit Kälteprozessen. Um dieser Erkrankung besser entgegenwirken zu können, habe ich jetzt hier 2 Nahrungsergänzungsmittel aufgelistet. Das eine ist für Windhitze und das andere für Windkälte. Bei Windhitzeprozessen ist hier die Aminosäure L-Threonin bekannt, dass sie die Schmerzen lindern kann. L-Threonin sollte eingenommen werden zusammen mit B3, Magnesium und B6, damit die Aminosäure sich nicht zu schnell im Körper abbauen kann und ihre Wirkung überwiegend auf Muskel- und Sehnenschmerzen entfalten kann. Denn wird L-Threonin zu schnell im Körper abgebaut, kann es zu einer Erhöhung der Harnsäurewerte kommen und Gicht auslösen. Das sollte man hierbei beachten. Bei Wind-Kälte-Prozessen hingegen hilft Arginin. Arginin ist entzündungshemmend und kann auch bei Blasenentzündungen von Vorteil sein. Außerdem stärkt es den Testosterongehalt in eurem Körper, was natürlich gerade für Männer sehr gut ist und aber auch den Muskeltonus anregt und damit auch die Durchblutung. Nun seht ihr noch eine Übersicht über weitere hilfreiche Mittel aus der orthomolekularen Medizin, die euch dabei helfen können, Muskel- und Gelenkschmerzen zu lindern und wieder mehr Lebensqualität zurückzugewinnen. Was ihr sonst noch bei Schmerzen tun könnt, wäre zum Beispiel Ölmassagen mit verschiedenen Ölen. Zum Beispiel bei Kälte- oder Stauungsprozessen könnte man Ingweröl verwenden, aber auch Kajiput-Öl. Diese Öle wirken durchblutungsfördernd in eurem Gewebe und lindern auch Entzündungsprozesse. Bei einem Hitzeschmerz hingegen könntet ihr verwenden Menthol oder Minzöl. Beides wirkt kühlend und erfrischend und kann dabei helfen, Entzündungen abklingen zu lassen. Was auch noch eine gute Alternative ist, wenn ihr einen Kälte- oder Stauschmerz habt, könnt ihr auf jeden Fall warme Bäder bevorzugen oder auch diese Moorpackungen oder Fango-Packungen. Diese bewirken eine Tiefenwärme in eurem Gewebe und sorgen dafür, dass die Durchblutung angeregt wird und der Körper wieder selber sich heilen kann.
Einen noch stärkeren Effekt haben wir bei den Infrarotlichtlampen. Dieses Infrarotlicht dringt tiefer in euer Gewebe ein und kann auch in den tiefen Schichten und sogar in den Knochen Schmerzen lindern. Es sollte nicht bei akuten Entzündungen verwendet werden. Wenn möglich, solltet ihr auch dafür sorgen, dass ihr regelmäßig Bewegung habt. Baut Sport in eurem Alltag ein. Und zum Beispiel wäre hier Tai Chi zu nennen. Tai Chi ist eine gelenkschonende Art, wieder zu mehr Bewegung und auch Lebensfreude zu finden. Es fördert den Muskelaufbau, was die Durchblutung der Muskeln auch enorm anregt, wenn man es richtig betreibt. Außerdem wird man beweglicher und man entwickelt eine gewisse Leichtigkeit. Es ist auch eine Art Meditation natürlich, die man bei Tai Chi betreibt, was natürlich auch einen positiven Effekt auf ein gestresstes Leben hat. Und was viele von euch sicherlich wissen, ist, dass Stress den Sympathikus-Teil in eurem Körper aktiviert, was euer Gewebe natürlich übersäuern lässt. Wenn ihr also dann durch Tai Chi-Bewegungen entspannt, dann löst sich dieser Prozess, der Parasympathikus wird aktiv und kann somit die Giftstoffe aus eurem Gewebe besser abtransportieren und zu mehr Sauerstoff in den Zellen führen. Tai Chi hat noch ganz viele andere positive Effekte und es ist einfach eine wunderbare Sportart, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Wenn man sie richtig praktiziert, dann hat man dadurch wirklich ein wahres Fitnessprogramm für den gesamten Körper. Wenn wir auch schon bei einer besseren Sauerstoffversorgung sind von unserem Gewebe, möchte ich euch hier noch ein ozonisiertes Olivenöl empfehlen. Man kann es einnehmen oder damit seinen Körper einreiben. Es wird auf eine spezielle Art zubereitet und sorgt damit dafür, dass euer Gewebe mit mehr Sauerstoff versorgt wird. Probiert das einfach mal aus. Ich finde, es ist eine ganz gute Sache und ich hoffe, es hilft euch. Man kann auch wieder durch andere Sinne gegen Schmerzen vorgehen. Und zwar gibt es bestimmte binaurale Beats. Da wir hier schon bei YouTube sind, gebt das einfach mal ein. Dazu noch binaurale Beats, Schmerzen. Und dann werden euch verschiedene Frequenztöne vorgestellt, die auch tiefenentspannt wirken und somit wieder diesen entsäuernden Effekt haben. Nun seht ihr wieder eine Liste über weitere Behandlungsmethoden, die eure ärztliche Therapie positiv beeinflussen können gegen Muskel- und Gelenkschmerzen. Da meine Akupressur-Tipps aus meinem letzten Video so gut bei euch angekommen sind, möchte ich euch auch hier wieder 3 Punkte für eine Selbstbehandlung mit Akupressur empfehlen, die gegen Schmerzen wirken. Als erstes haben wir hier den Akupressurpunkt Dictam 4. Er hilft nicht nur gegen jede Art von Schmerzen, sondern auch gegen fieberhafte Erkrankungen und Entzündungen im Kopf- und Rachenbereich. Außerdem soll er sogar die Schweißsekretion regulieren. Als nächstes haben wir den Akupressurpunkt Gallenblase 34. Er wird überwiegend bei Knieschmerzen und Sehnenproblemen verwendet, aber er soll auch gegen Halbseitslähmungen helfen und Erkrankungen der Gallenblase regulieren. Und als letztes haben wir noch den Punkt Blase 2. Er wirkt überwiegend bei Kopfschmerzen lindernd, kann Schwindel und Migräne vorbeugen sowie fieberhafte Infekte reduzieren. Außerdem wird er jedoch auch noch bei Augenkrankheiten eingesetzt. Kommen wir nun auch wieder zu einem falschen Lifestyle, der dafür sorgen kann, dass eure Schmerzen einfach nicht mehr weggehen, dass sie sich chronisch manifestiert haben und einfach für eine Therapieresistenz verantwortlich sind. Was man auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass tatsächlich manche Medikamente gegen Entzündungen
dafür sorgen, dass ihr eure Symptome nicht loswerdet. Denn sie sorgen für eine durchlässige Darmwand, was ich in meinem letzten Video schon angesprochen habe. Ihr könnt es euch gerne noch einmal ansehen, für einen gesunden Verdauungstrakt. Und zwar sorgt eine durchlässige Darmwand dafür, dass alle Nahrungsbestandteile in euren Körper in die Blutbahn gelangen und dort möglicherweise als Schädlinge anerkannt werden. Dieser Prozess sorgt nicht nur für Allergien gegen Lebensmittel, sondern auch für rheumatische Prozesse. Auch eine sehr säurehaltige Kost, und ich rede hier nicht von Zitrone und Co., sondern wirklich den übersäuernden Lebensmitteln, führt dazu, dass eure Schmerzen und eure Entzündungsprozesse nicht abklingen können. Zum Beispiel wäre das eine sehr fleischlastige Kost, wenn man die Konstitution dafür hat. Je nachdem, welches Schmerzsyndrom man also bei sich vorfindet, muss man dem Ganzen anders entgegenwirken. Zum Beispiel solltet ihr bei Hitzeprozessen eben nicht noch weiter eure Hitze fördern. Bei Kälteprozessen nicht weiter eure Kälte und so weiter. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, erfahrt ihr immer mal wieder in meinen Videos Tipps und Tricks, was die traditionell chinesische Medizin zur Verfügung hat und wie das Ganze einzustufen ist. Hier seht ihr nochmal eine Liste von den Faktoren, die nicht gut sind bei Muskel- und Gelenkschmerzen und die ihr besser meiden solltet. Ich freue mich sehr, wenn euch meine Tipps geholfen haben. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Aber am wichtigsten ist mir tatsächlich, dass ihr wirklich unten in die Kommentare reinschreibt, dass euch Tipps geholfen haben, die ihr ausprobiert habt und wo ihr positive Erfahrungen eben damit gemacht habt. Eventuell ergänzt mein Video, es ist auf jeden Fall nicht vollständig. Wenn ich meine Videos, wenn ich da alles reinpacken würde, würde es so lange werden, dass die Videos gar keiner ansieht. Aber ergänzt gerne in den Kommentaren unten Therapiemethoden der alternativen Medizin, die euch geholfen haben, damit wir gemeinsam für Schmerzpatienten wieder ihnen Lebensqualität zurückgeben können. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Und bis dahin hoffe ich eine schmerzfreie Zeit und bleibt alle schön gesund.